kurzem habe ich mal wieder meine Tasche ausgemistet und es war schon erstaunlich, was da alles so zum Vorschein kam. Meine Schwimmnudel vom Seepferdchen, die Thermoskanne und der nicht biologisch abbaubare Kaffeebecher. Alles Dinge, die ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Nun gut, kommen wir jetzt aber zum Wesentlichen. Einige von euch hatten mich ja immer wieder angesprochen, ein sogenanntes What's in my camera bag Video zu machen. Und heute komme ich diesem Wunsch nach, auch wenn das völlig langweilig ist, wie ihr gleich sehen werdet. Wenn ich besonders leicht und kompakt unterwegs sein möchte, bin ich zu 95% mit der X-T5 und den F2 Objektiven unterwegs. Meist habe ich dann das 23er, das 35er und das 50er F2 dabei. Die Objektive der F2-Serie von Fuji habe ich ja auch schon in einzelnen Videos vorgestellt. Also bis auf das 50er, aber das kommt auch demnächst. Die Videos hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Mit diesen 3 Objektiven habe ich dann eigentlich auch alles dabei, was ich brauche, und entsprechend nach Location kann ich dann die Brennweite wechseln. Klarer Nachteil der Festbrennweiten, man muss sich etwas mehr bewegen. Dafür bekommt man aber eine wesentlich bessere Bildqualität und man muss sich etwas mehr auf die Bildkomposition konzentrieren. Schult das Auge und macht auch viel mehr Spaß, wenn man es gewohnt ist. Wenn ich nicht mit den F2-Objektiven unterwegs bin, weil ich für eine bestimmte Location etwas Lichtstärkeres brauche, bin ich mit den beiden 1.4-Objektiven unterwegs, also dem 23er und 33er f1.4 von Fuji. Das 50er f2 habe ich dann meistens aber auch noch dabei, man weiß ja nie. Mit dieser Kombi war ich beispielsweise auch im Auto- und Traktormuseum unterwegs, wobei ich hier eigentlich nur das 23er 1.4 im Einsatz hatte. Dort hatte man ja wenig Platz und die Motive waren ja nicht gerade klein. Vielleicht sollte ich aber auch nochmals mit dem 33er hingehen. Für die X-T5 habe ich mir einen dieser Kameraseilgurte besorgt oder wie es meine Frau nennt, eine Hundeleine. Damit kann ich mir die Kamera umhängen oder das Seil ums Handgelenk wickeln und spare mir so die Handschlaufe. Dieser Seilgurt ist 1 Meter lang, sodass ich dann auch bei umgehängter Kamera sogenannte Hipshots machen kann, was bei mir ja dann eigentlich eher Bauchshots sind. Je nach Jahreszeit muss ich die Kamera dann etwas nach vorne neigen, wenn die Bauchablage mal wieder etwas flacher geworden ist. Was aber eigentlich auch nur in den Wintermonaten vorkommt. Damit mir unterwegs die Energie nicht ausgeht, habe ich nicht nur etwas zu essen dabei, sondern meistens auch einen zweiten Akku. Wobei ich den meistens gar nicht brauche, wenn der in der Kamera voll geladen war. Aber sicher ist sicher. In letzter Zeit bin ich ja auch viel mit den Polfiltern unterwegs. Gerade tagsüber bei grellem Licht habe ich dann zumindest etwas mehr Kontrolle über die Belichtung, da sie Reflexionen vermindern, mehr Sättigung und Volumen ins Bild bringen. Einer der meistgenutzten Polfilter momentan ist der Everyday Filter von Polar Pro. Eine Kombination aus Pol- und Black Mist Filter. Die Black Mist Funktion nimmt den Bildern etwas die digitale Schärfe und fügt den Highlights etwas mehr Bloom hinzu, was man an den Lichtern bei dieser Aufnahme sehr gut sehen kann. Man kann aber auch völlig normale Polfilter benutzen, wie beispielsweise den von Tiffen hier. Achten sollte man lediglich darauf, dass man einen Polfilter nimmt, der relativ farbtreu ist, keine Vignettierung oder Verfärbung hat. Damit ich aber nicht für jedes Objektiv einen Filter kaufen muss, sind dann auch immer noch diese Step-Up-Ringe in der Tasche. So kann ich ein und denselben Filter für unterschiedliche Objektive verwenden. Die Filter kaufe ich meistens in der 58 mm Größe, also dem größten Filterdurchmesser meiner Objektive. Das Ganze sieht dann manchmal auf den kleinen f2 oder 2.8 Objektiven komisch aus, aber funktioniert wunderbar. Diese Step-Up-Ringe sind auch gar nicht so teuer. Die meisten bekommt man schon ab 5 bis 10 Euro. Allerdings sollte man darauf achten, dass diese aus Alu sind. Da die Fuji für meinen Geschmack ja des Öfteren einen zu kühlen Weißabgleich in der Automatik auswählt, habe ich dann auch immer noch eine Graukarte dabei. Die sogenannte Graukarte besteht aus 3 Plastikkarten in Schwarz, Grau und Weiß und kostet nicht mal 10 Euro. Passt in jede Tasche und ist somit immer schnell zur Hand. Um tagsüber den Weißabgleich manuell anzupassen, geht man ins Weißabgleichmenü und legt den Weißabgleich einfach manuell fest. Ich nehme dazu immer die Graukarte, halte sie vor die Kamera bzw. vor das grüne Auswahlfeld und drücke den Auslöser. Wenn ich mit dem Weißabgleich zufrieden bin, bestätige ich das Ganze mit OK und der neue Weißabgleich ist auch schon eingestellt. Dauert nicht lange und spart Zeit in der Bildnachbearbeitung.
Was ich ebenfalls in letzter Zeit immer dabei habe, ist die kleine DJI Pocket 3. Eine kleine Videocam mit Gimbal. Die DJI filmt in 4K bis zu 120 Bildern pro Sekunde, ist klein und kompakt und passt somit in fast jede Tasche. Sie hat einen kleinen Bildschirm, kann hochkant oder horizontal filmen und eignet sich auch wunderbar für Vlogs. Durch den Gimbal bekommt man sehr gut stabilisierte Videos, auch wenn man gerade in Bewegung ist. Und durch ihre kompakte Größe fällt sie auch nicht besonders auf. Für alle, die sich mal wieder die literarischen Ergüsse eines Fanboys einer anderen Marke anhören müssen, empfehle ich den Rohrfrei 700. Tut nicht weh und macht fast alle verstopften Leitungen wieder frei. Damit wären wir jetzt aber auch fast schon wieder am Ende. Natürlich habe ich auch noch den üblichen Kram wie Reinigungstücher, Inbusschlüssel, ND-Filter für die DJI Pocket 3 und etwas Bargeld in der Tasche. Und wenn ich noch Platz habe, dann auch immer noch ein paar Ersatzschuhe. Das wäre dann aber auch schon alles, glaube ich zumindest. Egal, damit hätte ich jetzt aber auch nun mein Pflichtvideo für YouTube. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was ihr so in der Tasche habt. Vielleicht habe ich ja auch noch was vergessen. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.